Moin Moin und herzlich willkommen zur Kirmesfolge von Gerrits Tagebuch. Ich weiß, einige nennen es Jahrmarkt, Dom, Oktoberfest, Volksfest. Wir nennen es Kirmes, weil wir das Gefühl haben, deutschlandweit wird das am ehesten verstanden. Das heißt, wir bauen eine riesengroße Kirmes, das habe ich in letzter Folge schon angekündigt und wir sind jetzt fleißig dabei, auf Ideensuche und am Experimentieren. Thomas, du hast das leidige Thema, eigentlich eins der tollsten, aber auch schwierigsten Themen, Achterbahn auf dem Tisch. Ja, Wie weit bist du? Nächsten Monat ist fertig. Nein, Scherz. Also ich habe erstmal mit Schienensystemen angefangen, verschiedene Schienensysteme gebaut. Dann habe ich gemerkt, so, vielleicht sollte ich erstmal einen Wagen bauen. Also habe ich erstmal einen Wagen gebaut, das wäre der hier, aber da fehlt das eine Teil. Oder einen viersitzigen. Der ist natürlich cooler. Genau. Schienensystem ist natürlich sehr kompliziert und habe ich erstmal nur gedruckt. Schienen sollte besser aus Messing sein, die sind einfach stabiler. Hier wissen wir nicht. Handarbeit macht ja auch mehr Genau. Spaß. Ne? Ein Viersitzer mit der breiten Schiene als transportables Achterbahnsystem denkbar? Ich denke mal schon. Also ich hatte das letzte Mal zu Besuch hier bei Minetto Wunderland, hat sich einer gemeldet und hat gesagt, ich würde euch gerne mal besuchen und euch was über portable Achterbahn erzählen. Und dann meint er so, das Schienensystem von einer portablen Achterbahn würde so aussehen. Und das heißt sowas, oder hier die... Auf keinen Fall. Das hast Genau. du mir schon gezeigt, diese coole Idee mit dem steckbaren Genau, und flexiblen kannst du zusammen, Schienen. genau. Das geht eigentlich gar nicht. Das geht weil gar nicht, Das genau. würde man durchschauen, dass das gar nicht eine portable Achterbahn sein kann. Genau. Also switchen wir um von Kirmes auf Freizeitpark. Wir bauen Genau. einen großen Freizeitpark, dann können wir nämlich alles machen. Genau, so machen wir das. Also, wir kommen hier ein bisschen voran. Es ist absolute Testwiese, denn etwas in 1:87 schrumpfen, das kriegen wir einigermaßen hin. Das ist filigrane Arbeit, aber die Zeit und die Erdanziehungskraft auch mit anzupassen, haben wir noch nicht hinbekommen. Das Genau, heißt, die Idee, das Schönste wäre natürlich, wenn wir hier einen kleinen Motor einbauen Ja. würden. Da- Aber das ist einfach zu klein. also wenn wir am Ende schummeln, das werden wir euch dann ausgiebig zeigen, wie wir das hinbekommen haben. Denn momentan müssen wir eher in die Hoffen wir Höhe, mal. damit das schneller geht, das Ganze. Die wilde Maus haben wir ja. Das ist also die einzige funktionierende oder einigermaßen funktionierende Achterbahn. Und die hat ja genau dieses Phänomen, dass sie hoch ist. Und wir wollen ja eine riesengroße mit Looping und so weiter. Die ist ja optisch gesehen eher flach. Es wird ein spannendes Thema. Wir bleiben dran. So, ich sitze hier bei dem einzigen Mann, den wir haben mit zwei Namen. Und man immer ihn fragt, möchtest du eigentlich Leo oder Holger genannt werden? Weiß das nicht. Also, das signalisierst du mal. Weißt du, wie das zustande kam? Nee? Ganz einfach. Wir hatten hier in der Anfangszeit 3 Holger. Und irgendwann haben wir mal Personalausweise und Führerscheinfotos ausgetauscht. Und ein Kollege sagte, was, du heißt mit zweitem Namen Leo? Dann heißt jetzt Leo. Und seitdem heiße ich nur im Wunderland Leo. 18 Jahre später aufgeklärt. So ist Gut, hier sind übrigens ganz viele wilde Maus-Autos. Also wir haben über die Jahre von unserer wilden Maus, die oben schon läuft, ja eine Menge gesammelt. Ein, zwei kannte ich, aber ich kannte noch nicht ein Sammelsurium von speziellen Wägelchen. Für jede Jahreszeit einen, ne? Aber für welche Jahreszeit ist der? Na, rate mal, Oktober. Ah, Halloween. So. Alles klar, ich hätte jetzt gedacht Toten Sonntag oder sowas. Na gut. Oh, nein. Ja, es Alles ist die klar. Maus-Maus. Und wann nicht? kommt Und das hier ist der fahrende Arztroman hier. Ne? Das ist weil die knutschen da vorne. Okay, man sieht geballte Kreativität. Das ist ja bei Kirmes genau richtig, denn Schiffsschaukel gibt es tatsächlich als Fahrgeschäft zu kaufen, als Bausatz. Also wir pimpen den natürlich auch technisch gigantisch, sonst würde der im Dauerbetrieb nicht funktionieren. Aber war dir nicht kreativ genug oder was? Nee, irgendein Kollege sagte, Mensch, wir haben überhaupt keine Banane auf der Anlage. Und das habe ich dann irgendwann aufgegriffen und habe gesagt, Mensch, was liegt da näher, als aus so einem Schiff eine Banane zu machen. Also die Bananenschaukel. Nun habe ich dann eine Bananenschaukel draus gemacht und entsprechende Bewohner einziehen lassen hier. Ne? So, Perfekt. so. Es ist wahrscheinlich entstanden, wir waren nämlich mit einem Großteil des Teams auf dem Hamburger Dom und haben mal hinter die Kulissen geschaut und haben vor allen Dingen viel Spaß gehabt. Und der Abend war sehr kreativ. Ist es da entstanden? Ja. Alles, schaut euch mal an. Ja, wir sind jetzt auf dem Hamburger Dom, weil Volksfest, Kirmes, Oktoberfest, Jahrmarkt, wie auch immer wir es nennen wollen, wir bauen es. Und wir wollen es schön groß und bunt machen. Das heißt, was gibt es Schöneres, als wenn das hier gerade in Hamburg stattfindet, sich das mal alles anzuschauen. Ich bin auch schon gut inspiriert, aber alleine macht das keinen Spaß. Deswegen habe ich mich ein bisschen verstärkt. So, wir werden jetzt fahren und ausprobieren und essen, bis der Arzt kommt und uns schön kreative Sachen raussuchen. Kommt mal mit.
toll, dass das so spontan geklappt hat. Die Idee hatten wir letzte Woche Mittwoch. Wir haben das Wunderland entschieden, Mitte, Ende August 2000. Im September haben wir die ganzen Verträge fertig gemacht. Im September habe ich eine Wildwasserbahn gebaut. Sie hat tatsächlich funktioniert, eine Stunde. Und aber damit zeige ich euch schon mal, es hat mich immer, also Kirmes hat mich immer fasziniert. Hier habe ich wirklich als Schüler um 14:30 Uhr mich immer mittwochs beim Familientag mit Freunden getroffen und sind wir rumgegangen. Und deswegen hast du mich eigentlich wahnsinnig glücklich gemacht, dass in meiner Abwesenheit ihr entschieden habt, wir bauen mal die Kirmes neu. Und in der ersten legendären Montagsrunde, die ihr kennt, habe ich gleich gefragt, was bauen wir, was habt ihr alles geplant und so weiter. Und da kam für mich so das Gefühl rüber, ja, wir bauen eine Kirmes, die wird riesengroß, die wird viel größer. Wir annektieren, glaube ich, sogar das Betonwerk und was weiß ich nicht alles. Und das muss gigantisch werden, das muss absolut gigantisch werden. Und wird es, ganz sicher. Aber was ist es? Was wünschen wir uns? Wie stelle ich mir das vor? Ein Dom, Kirmes, wie auch immer. Also bietet solche starken Bilder, solche Möglichkeiten, so viel Spielereien. Also haben wir eine Aufgabe. Wir müssen eine geile, perfekte, wunderschöne Kirmes bauen. Ich würde gerne heute mal open-minded, wie es so schön modern heißt, einfach mal rumspinnen mit euch. Absolut rumspinnen. Das heißt dann auch, dass wir wahrscheinlich 99% davon nicht machen. Aber wenn wir am Ende Spaß hatten oder Ideen für die Zukunft beiseite legen können, die wir mal woanders machen, oder die eine Nonplusultra-Idee, die heute hier entsteht, dann hat es sich gelohnt. Und ansonsten haben wir was gesoffen und gegessen. Allerschnellst einmal in Hau den Lukas in Miniaturversion mit einem Mini-Hammer am Geländer. Dann ein Riesenrad, nicht ein Riesenrad, sondern Zahnrad-Riesenräder, die ineinander übergreifen. Tempomessen in der Achterbahn und vielleicht ein Achterbahnwaggon mit Blaulicht, der verfolgt. Dann haben wir Kinderkarussell, das abhebt und zum UFO wird. Die Geisterbahn, wo dann leere Waggons reinkommen und, glaube ich, was war das? Volle Waggons fahren rein und leere kommen raus und da gibt es so eine Förderband zum Wurststand. Wir können halt die ganze Kirmes zur Geisterbahn machen. Wir haben jetzt dieses mit der Uni Hamburg dieses Augmented Fernrohr entwickelt, und wenn man durchkommt, wird es halt die Geisterversion, die dunkle Seite der Kirmes. Dass beispielsweise das Riesenrad sich löst und auf dich zukommt. Und sehr geil. So eine Spinnerei, dass es halt komplett zur Geisterbahn wird. Dass die Besucher mittels, keine Ahnung, Bildschirm, Handy, einer VR-Brille einfach mal die Sicht aus so einem Fahrgeschäft haben. Ob das jetzt ein Topspin ist oder ob das die Achterbahn ist. Oder dass man halt auf dem Handy vielleicht wirklich die Fahrt mitverfolgen kann. In 1:87, also auf In unserem Dom. 1:87, ja genau. Wir würden dann quasi in irgendein Fahrgeschäft eine Kamera einbauen. Der Gast kann sich drauflocken und einfach ja, aus Sicht der Figur halt diese ganze Fahrt sehen. Live oder vorbereitete Bilder? Live. Machbar? Ja. Wir? Ja. Noch was? Ja, wir hatten noch einen Greifautomaten, also so einen echten da vielleicht hinstellen. Ja. Das wäre ganz witzig. Und was ich noch ganz cool fand, war so ein Zuckerwatenstand. Aber wirklich in klein, mit einem Zahnstocher. Dann hat man halt wirklich nur so eine Portion. Fertig. Ja, weil ein groß Essen auf der Anlage ist ja ein bisschen kacke, aber wenn das so ein klein wäre, wirklich nur so ein, ja, mit dem Zahnstocher. Also, Aber wie? fertig. Das ist geil. Ob es machbar ist, werden wir sehen.
So 1-2 Wochen später wieder ausgenüchtert und einigermaßen wieder fit sitzen wir jetzt hier. Du hast 16 Jahre Wunderland Dauerbetriebserfahrung, weil Kirmeserfahrung von solchen Modellen hast du ja schon länger. Ja, zu Hause ein bisschen gebastelt. Aber der Betrieb Wunderland, den habe ich doch grässlich unterschätzt in der Anfangszeit. Ja. Wilde Maus, ganz klar. Es wird immer gesagt, fährt nicht, weil die kleinen Lagerchen hier einfach Dreck gefressen haben. Ne? Das ist das Fiese. Dreck ist an unser der größtes Problem weiterhin. Also Oder sozusagen den sind die Dauer. Besucher das größte Problem, denn ihr bringt den Staub rein durch eure Wollpullis und durch eure begeisterungsstürmenden Energieausbrüche hier, landet auf der Anlage. Aber danke dafür. Wir haben ja genug Reserve. Ja. Also du machst haben immer so wir. einen Ringtausch, ne? Ja. So, und jetzt muss deine Erfahrung, auf die zählen wir voll, diese Riesenkirmes dauerbetriebstauglich hinzubekommen. Es gibt ja eine Menge Fahrgeschäfte zu kaufen von verschiedenen Herstellern über die Jahre. Teilweise kriegt man sie jetzt noch irgendwie gebraucht bei eBay und du baust sie alle zusammen, machst sie schön, baust sie um und vor allen Dingen pimpst sie ohne Ende, dass die besser aussehen, besser beleuchtet sind und funktionieren. Ich bin in der glücklichen Lage, das nicht alleine tun zu Ja. dürfen. Inzwischen habt ihr ein paar Leute eingestellt. Wir haben hier viele Mechatroniker. Die kümmern sich natürlich um die Antriebe, weil ich bin kein Mechatroniker. Ich kümmere mich halt eben in erster Linie um Beleuchtung. Und wir haben halt hier so ein paar Leutchen, die das Ja. inzwischen auch besser können. Ich sag mal, sowas hier ist noch alte Glühlampe. Aber wir haben da schon eine ganze Menge andere Geschichten im Hintergrund. Das zeige ich euch gleich mal. Ich rutsche nämlich jetzt mal zu Damian rüber, der hat nämlich auch schon ein paar lustige Sachen. Darauf freuen wir uns. Ich freue mich auf natürlich deine kreativen Ergüsse. Danke. Tschö. Damian, schon im Thema Kirmes drin oder noch am Eingewöhnen? Nee, mittendrin. Also ich baue Mittendrin. die ersten Funktionsmodelle. Und ja, weil die in den Bausätzen, die Technik, die da drin ist, die kannst du nicht verwenden. Ne? Das ist schön für den Hausgebrauch, funktioniert sicherlich, aber nicht bei uns. Ne? Somit nehme ich mir mal so einen Bausatz vor, hau da die Technik raus, gucke sie mir vorher nochmal an und dann ersetze ich sie halt durch unsere. In dem Fall der Topspin. In dem Fall der Topspin, ja. Habe ich halt komplett aus Messing gebaut mit Zahnriemen. Ich kann ihn ja mal einschalten. Ja, Drehung will ich passt. gleich Ne? mitfahren. Also ist für dich jetzt erstmal ein Testmodell wahrscheinlich, um Ja, also Sachen ich auszuprobieren. halte mich so ein bisschen an die Größe vom Modell, quasi aus dem Bausatz, um das später verkleiden zu können. das, Ja. was hat er mir gerade gezeigt hier, das eröffnet uns wahre Neue neue Möglichkeiten, Dimensionen. ja. Weil früher war so die Kanzel, wenn sie sich bewegt hat, dauerhaft beleuchtet. Aber mit so vielen Adern über ein Schleiflager, wie nennt man das? Schleifringe, Kontakt. Schleifring, die lassen sich halt komplett so viele Adern rüberführen. Du kannst ja komplett animierte kann man Anzeigen viel und, machen. und Lichtshows machen. Ne? Ja, also wir haben ja Das wär überlegt, super. dass wir auf jeden Fall die Fahrgeschäfte, auch die Gondeln, die sich jetzt bewegen, beleuchten. Musstest du ja irgendwie rein, ne? Genau, der muss rein. Wahrscheinlich werde ich hier zweimal einen reinsetzen. Ne? Einmal um die Bewegung in die Welle reinzukriegen und da kommt der nächste schon wieder rein, um die in den letzten Personenwagen quasi reinzukriegen. Ne? Also es wird damit schon, kann man ja. wirklich eine ganze Lichtshow, eventuell verschiedene Antriebe noch mit ansteuern, weil so viele Adern zur Verfügung sind. Das ist super. Beim Freefall Tower wird es auch helfen, oder? Ja, bei Freefall Tower, Machst du es da noch klassisch? da mache ich es leider klassisch, weil das ist doch zu klein und ich brauche ja einen hohen Ring quasi, Ja. damit ich mit meiner Gondel rauf und runter Die fahren kann. Drehbewegung ist ja da riesig, ne? Genau, und jetzt habe ich mir halt hier selber was gebaut. Hier kriege ich schon die Schleifkontakte habe ich an die Seite gesetzt, das heißt, ich kriege Strom hier schon mal rein in den Motor. Der Motor ist dafür da, dass ich diese Drehung habe. Ja, Zahnräder, Planlager, alles läuft. Cooles Lager. So, und jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich jetzt von hier oben noch den Strom auf die Gondeln kriege. Ja. Ne? Das wird nächste Herausforderung. Das wird alles aber selber gebaut. So, auf das du mich jetzt gleich schlägst, den alten Freefall Tower bei uns fand ich kacke. Oh, Weil der fuhr so Zu langsam. hoch und runter, der fiel nicht richtig. Ja, Kriegst du das verbessert? kriegen wir besser hin, ja. Ja? Ja, in 1:87 wird er fein. Also es wird nicht wirklich fein, es wird auch mit dem Motor abgeseilt, aber Aber ich stehe als Besucher davor und denke, das und denkst, Ding er fällt, ja. fällt. In 1:87 Da wird er freue ich fein. mich drauf. Ja. So wie auf vieles andere hier, vor allem das Thema Beleuchtung, das machen wir nächstes Mal, dieses ganze Blink, Blink, Blink. Blinky, blinky. Und vielleicht ja auch ein bisschen Formel 1. Da machen wir weiterhin Fortschritte, nur man kann sie nicht zeigen. Sie finden softwaretechnisch und auf den Elektroplatinen statt und wir sehen sie en Detail, aber noch nicht so, dass wir sie visualisieren können. Das hoffe ich nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.